Mein Name ist Thomas Brugger. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer der Brugger GmbH Magnetsysteme. Wir sind Hersteller von Permanentmagnetsystemen und in der zweiten Generation tätig. Die Firma sitzt in Hart im Schwarzwald und ist jetzt hier am Ort einer der größeren Arbeitgeber. Ein zentrales Produkt, das wir beziehen, sind die Magnete. Die stellen wir nicht selbst her, sondern beziehen die entweder direkt oder mittelbar aus China. Das ist das Land, das der einzige Hersteller sozusagen ist in der breiten Masse. Also wir haben es wirklich auf dem Schirm, dieses Risiko. Das war also auch der Grund, warum wir zum Beispiel gesagt haben, wir haben mal geguckt, welche Produkte wir liefern, und wir haben versucht, jetzt mit 50% unserer Lieferungen sozusagen durch Bestände abzusichern, zumindest mal für ein Jahr. Also das heißt, den Umsatz, den wir generieren, dass wir das mit Lieferungen, die wir jetzt bekommen, absichern. Weil wir einfach wissen, wenn das ausbleibt, dann bleibt auch Brugger aus, sozusagen. Also die Liefersicherheit, so sehen wir es auch für die Kunden, ist inzwischen tatsächlich wichtiger als der Preis. War auch nicht immer so. Und insofern haben wir unsere Bestände für die Dinge, bei denen wir gesehen haben, da ist die Lieferkette unsicher, einfach aufgebaut. Aber das ist wirklich so, dass wir sagen, wenn wir keine Magnete mehr bekommen, können wir es vergessen. Also abgesehen davon ist es natürlich auch so, die Brugger ist ja jetzt kein großes Unternehmen, aber das, was wir machen, das macht kaum jemand. Wir sind ein ganz kleiner Spieler in diesem Spiel. Und trotzdem halte ich es für wahnsinnig wichtig, hier unterwegs zu sein, denn die seltenen Erden sind für China ein strategisches Element auch der Wirtschaftsgestaltung. Und insofern ist es enorm wichtig, dass wir jetzt in Europa, aber auch, ich sag mal, der Rest der Welt versucht, dieses Quasi-Monopol zu brechen und dann andere Dinge aufzutun. Und heute ist es so, dass wir ungefähr 75% in Deutschland unterwegs sind und 25% in Europa. Wobei mittelbar sind wir global unterwegs, also über Händlerkunden, die dann unsere Systeme weltweit vertreiben. Also aktuell ist es so, dass wir versuchen, eben in der Schweiz, in Österreich und in Italien stärker zu wachsen. Da sehen wir noch relativ großes Potenzial. Der Aufwand im Vertrieb steigt natürlich mit den weiteren Sprachen, mit der größeren Entfernung, vielleicht auch ein bisschen anderer Mentalität und Ähnliches, muss man einfach sehen. Wir haben viel gemacht in der Vergangenheit, um unsere Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Wir haben zum Beispiel ein Audit mitgemacht, jetzt von der IHK war das damals noch. Thema Nachhaltigkeit und soziales Miteinander ist ein wichtiger Aspekt. Andererseits, und das halten wir für fast wichtiger, das sind Führungsthemen, die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern und auch zum Beispiel die Mitarbeiterentwicklung. Also das heißt, einfach zu schauen, wo sind die Talente und solche Dinge. Da sind wir, meine ich, recht gut unterwegs. Fachkräftemangel ist jetzt für uns, es ist spannend, aber nicht unmöglich. Und insofern müssen wir noch nicht.